schon mal dran gedacht, mit dem Brandners zu reden? Ich meine... Die Brandners? Nuka. Aber wieso denn nicht? Weil ich nicht weiß, wie sie reagieren würden. Die würden dich bestimmt nicht nach Hause schicken. Ich liebe dich, Georg. Aber nur heimlich. Ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Hauptsache ist doch, dass wir uns sehen können und zusammen sind. Ach, das hätten wir auch leicht haben können. Nein, es geht doch nur so. Wenn du meinst. Wenn du erstmal Geschäftsführer bist, dann hast du schon mal einen Fuß in seine Tür. Und diese Tür kriegt Christoph nie wieder zu. Soll das ein Witz sein? Nein, es ist mein voller Ernst. Avatex wird Linie Clarisse wieder beliefern. Das kannst du nicht machen. Du hast meine Entscheidung zu respektieren. Und ob ich das kann? Ab heute bin ich der Boss. Benedikt, ich möchte, dass Clarissa nicht mehr beliefert wird. Wenn du mit Clarissa Privatprobleme hast, so ist das deine Sache. Mich interessiert nur das Wohl meiner Firma. Ich habe die Verträge schon vor deiner Zeit gekündigt. Und ich mache diese Kündigung eben wieder rückgängig. Enzo, geht das nicht. Ich dachte, wir wollen vernünftig zusammenarbeiten. Das dachte ich auch. Begreifst du denn nicht? Dieser Avatex-Posten war ein Friedensangebot. Ich wollte dir zeigen, dass wir gemeinsam kooperieren. Der Laden gehört sowieso zur Hälfte mir. Ich brauche kein Friedensangebot. Das kannst du dir sonst wohin schmieren. Kann ich jetzt endlich fahren? Ja, bitte. Schlechte Laune? Ja, Ärger in der Klinik? nur das Übliche. Und außer dem Üblichen? Es ist wegen Lukas. Ich habe echt geglaubt, wenn wir nicht mehr zusammen in einer Abteilung arbeiten, dann wäre die Sache endlich gegessen. Aber es klappt einfach nicht. Ich schaff's nicht. Willst du ihn doch noch mal anrufen? Und was soll das bringen, wenn ich ihn anrufe? Mi chiamo Kathi. Come stai? Bene, tu? Geht das ein bisschen leiser, mein Gott? Ich kriege einen Ausschlag, wenn ich diese Sprache höre. Lass sie doch. Das legt sich spätestens, wenn Roberto wieder weg ist. Hat er dir eigentlich schon verraten, wann er wieder verschwindet? Naja, angeblich in 3 Wochen oder so. Ach, wunderbar. Da kann ich mich auf was gefasst machen. Ah, da ist er. Hallo, Roberto. Hallo. Buongiorno. Also von mir aus können wir jetzt gleich los. Na gut, also los ins Bergische Land. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Alle Achtung. Ein Ausflug ins Bergische Land. Dann fahr doch mit. Vielleicht wird dann deine Laune auch ein bisschen besser. Stimmt irgendwas nicht mit dem Ei? Was? Ach so. Nein, nein. Das ist alles in Ordnung. Ich habe nur keinen Appetit. Und warum nicht? Kannst du dir das nicht denken? Ja, hat das was mit mir zu tun? Mit dir und mit dem Test, den ich gemacht habe. Übermorgen bekomme ich das Ergebnis. Gina, ich weiß wirklich nicht, warum du dir über diesen Scheiß-Test überhaupt so viele Gedanken machst. Das Ergebnis wird sowieso negativ sein. Gina, du hast dich testen lassen am Tag, nachdem du mit diesem Nils gepennt hast. So früh lässt sich eine Infektion überhaupt noch nicht feststellen. Der Test ist total umsonst. Gut, was die Sache mit Nils betrifft, bringt da vielleicht nichts. Aber seitdem ich weiß, dass du infiziert bist, habe ich... Hast du etwa immer noch Angst, dass du dich bei mir angesteckt hast? Amon, reg dich bitte nicht auf. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es bescheuert ist mit meiner Angst, aber die ist nun mal da. Ich kann jetzt einfach nicht über meinen Schatten springen. Ich kann nicht. Hey. Jetzt warten wir erst mal bis übermorgen. Versöhnung ist für Ben offensichtlich ein Fremdwort. Ich verstehe das nicht. Kaum ist er Geschäftsführer bei Avatex, schon stellt er sich quer. Ich habe so den Eindruck, als wenn er
Clarissa einen Gefallen tun wollte. Clarissa? Ich habe so das dumme Gefühl, als wenn auch hier wieder mal deine liebe Mutter dahinter steckt. Warum sollte Ben ausgerechnet mit Clarissa zusammenarbeiten? Ben ist doch ein gefundenes Fressen für sie. Sie weiß, dass er immer noch sauer ist, dass ich ihn damals angeblich aus Friedenau vertrieben habe. Also holt sie ihn sich auf ihre Seite und hetzt ihn gegen mich auf. Hast du ihn denn von Friedenau vertrieben? Das ist ein Hirngespinst von Ben, weiter nichts. Naja, irgendwas muss passiert sein, sonst kommt er ja nicht auf die Idee, sowas zu erzählen. Willst du wirklich wissen, was damals zwischen Ben und mir passiert ist? Dann musst du deinen Fototermin absagen. Das ist nämlich eine verdammt lange Geschichte. Dann müssen wir das Ganze noch mal verschieben. Ich habe schon fest zugesagt. Morgen, du könntest morgen zu mir kommen und mir alles in Ruhe erzählen. In Ruhe von Ben erzählen, das wird mir schwerfallen. Na, dann musst du es probieren. Und bring ein paar Fotos mit. Warum denn das? Ich möchte Ben als Hippie sehen. Willst du es wirklich antun? Ja, wieso denn nicht? Kein schöner Anblick. Wer versteht hier mehr von Fotos, du oder ich? Bonjour, Madame. Voilà. La la, für mich. Natürlich. Und das ist noch lange nicht alles. Noch mehr Blumen? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinstellen soll. So viele Vasen, die ich in letzter Zeit an die Wand geworfen habe. Ich rede nicht von Blumen. Ich rede von einer Neuigkeit. Von einer, auf die du schon sehnsüchtig gewartet hast. Warst du etwa auf Friedenau? Allerdings. Ich habe Christoph erzählt, dass ich für Avatex einen guten alten Kunden wieder zurückgewinnen konnte. Und wie hat er reagiert? Er war begeistert. Er meinte, es wäre ihm eine große Ehre, Linie Clarisse wieder beliefern zu dürfen. Was meinst du erst, was für eine große Ehre das für mich ist, wieder von Avatex beliefert zu werden? Ich bin ja so dankbar. Wie kann ich denn das je wieder gut machen? Ich hätte da schon eine Idee. Ah ja? Und die wäre? Was hältst du davon, von einem gemeinsamen Sonntagsfrühstück? Nur du, ich und alles, was zu einem gemeinsamen, netten Frühstück ebenso gehört. Und was gehört deiner Meinung nach zu einem netten gemeinsamen Frühstück? Das überlasse ich ganz deiner Fantasie. Tag, Herr Professor. Herr von Sterneck, bitte nehmen Sie doch Platz. Sie sind bestimmt gekommen, um Ihr Zeugnis abzuholen. Ja, ich meine, wenn Sie es noch nicht fertig haben, ich kann auch morgen wiederkommen. Doch, doch, doch. Es ist schon fertig. Ich muss es nur noch unterschreiben. Und? Schon eingelebt in der Orthopädie? Doch. Die Kollegen sind sehr hilfsbereit und was das Fachliche betrifft, das ist auch... Professor Albers, es gibt Komplikationen beim Herzinfarkt auf 307. Ich komme gleich nach. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was in Ihnen zurzeit vorgeht. Wie, was in mir vorgeht? Dr. Hagemann ist ein Arzt aus Leidenschaft. Da bleibt nicht viel Zeit für private Wünsche. Ja, schon, aber was hat das Privatleben von Herrn Hagemann mit mir zu tun? Das wissen Sie doch viel besser. Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch alles Gute. Danke, Professor. Wollt ihr noch irgendwas? Nein, danke. Gina. Du musst dich ein bisschen zusammenreißen. Ramon geht es bestimmt nicht besser als dir. Ich weiß, es geht aber nicht nur um mich. Sondern? Es gibt auch noch andere Leute, die davon betroffen sind, dass Ramon infiziert ist. Gina meint, ich soll den Brandmeister langsam mal Bescheid sagen. Warum machst du es nicht? Weil er Angst hat, dass sie ihn dann nur noch bemitleiden. Ach, das ist Unsinn. Das ist kein Unsinn. Ich weiß ganz genau, wie das laufen wird. Die werden mich behandeln wie jemanden, der kurz vor dem Abkratzen ist. Was hast du davon, wenn du ihnen weiter was vormachst? Sag's ihnen endlich. Es ist besser. Auch für dich. Bei Gina warst du auch froh, als es raus war, oder? Warst du doch. Naja, irgendwie schon. Ich hole uns jetzt mal frischen Kaffee und dann überlegen wir, wie du die Sache am besten angehst. Okay? Ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig. Albers muss die ganze Zeit gewusst haben, was zwischen Lukas und mir läuft. Was? Bist du sicher? Warum hätte er sonst so eine Bemerkung gemacht?
Ausgerechnet der Typ, vor dem Lukas am meisten Angst hatte, der sieht die ganze Sache mit uns total locker. Dann war sein Versteckspiel vollkommen umsonst. Absolut. Wenn ich nur daran denke, was Lukas dauernd für einen Terror gemacht hat. Und jetzt? Was und jetzt? Du solltest Lukas von der Begegnung mit Albers erzählen. Warum? Warum? Wenn er erfährt, dass sein Versteckspiel umsonst war, dann verliert er vielleicht seine Angst vorm Outen. Die kann er meinetwegen gerne behalten. Nur weil du nichts mehr davon hast? Na gut, wenn du meinst. Und? Schmeckt's? Ja, super. Sieht man doch, oder? Ja, eigentlich nicht. Hast du vorher nicht gesagt, du hast den ganzen Tag nichts gegessen? Hab ich auch. Aber was? Naja, wenn wir schon mal zusammen sitzen. Ich wollte euch eigentlich was Wichtiges sagen. Vielleicht hat Ramon ja Angst, dass ihm seine T-Shirts zu eng werden. Wäre auch kein Wunder bei dem Essen. Bevor ich hier gekocht habe, gab's abends nur Tiefkühlpizza. Ja, Kinder, jetzt beruhigt euch mal wieder, ja? Wenn ihr das Essen nicht bekommt, dann lässt es einfach stehen. Jetzt, Ramon. Was ist? Was willst du sagen? Hat es was mit der Schule zu tun? Nein, das eigentlich nicht. Ramon, kannst du mir bitte mal die Kartoffeln geben? Was? Die Ach so, ja, natürlich, die Kartoffeln. Bitte. Ramon, was wolltest du vorhin loswerden? Ach, ist schon okay. War nicht so wichtig. Was soll denn das jetzt? Wo willst du hin? Ich glaube, ich gehe schon mal schlafen. Also dann bis morgen. Was hat er denn? Möchte ich auch gern wissen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein. Ich bin nur ein wenig überrascht. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass du vorbeikommst. Ja, eigentlich wollte ich Lukas auch nur kurz was sagen. Hast du eine Ahnung, wann er wiederkommt? Er müsste jeden Moment da sein. Wenn er gewusst hätte, dass du vorbeikommst, hätte er sicher pünktlich Feierabend gemacht. Ausnahmsweise. Und wie geht es dir so? Lukas hat erzählt, du bist jetzt in der Orthopädie. Ja, ab und zu ist es ein bisschen hektisch, aber die Station an sich ist ganz okay. Und privat? Ich meine, wie geht es dir da so? Naja, irgendwie nicht so toll. Die Sache mit Lukas hängt mir noch ganz schön nach. Du meinst die Sache mit Lukas und mir? Lukas geht es dann nicht viel anders. Es gibt Tage, da ist er überhaupt nicht ansprechbar. Und wenn er was sagt, dann redet er fast nur von dir. Tja, es war seine Entscheidung. Ich habe viel über euch nachgedacht in den letzten Tagen. Ich glaube, es ist wirklich das Beste, wenn ich auf die Ehe mit Lukas verzichten würde. Wie bitte? Ich habe Lukas zwar noch nichts gesagt, aber wenn ich euch beide so sehe, wenn ich sehe, wie euch das Ganze fertig macht, ich glaube dann... Aber Irina, du musst doch nicht unseretwegen... Gero. Ich lasse euch dann mal alleine. Gott, ich bin so froh, dass du da bist. Das sagst du doch jetzt nur so. Stimmt. Guten Morgen, Ramon. Was machst du denn schon hier? Hey, was hast du denn? Ich hab's nicht geschafft. Was hast du nicht geschafft? Ich wollte doch gestern Abend den Brandners erzählen, dass ich infiziert bin. Aber die Stimmung war so beschissen. Jeder hat mit jedem irgendwie gestritten. Da konnte ich einfach nicht. Was soll's? Dann probierst du es eben heute noch mal. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es interessiert sie überhaupt nicht, was mit mir los ist. Das sollte es sie aber. Wie meinst du das? Naja, es kann ja mal schnell was passieren. Und dann, finde ich, sollten es die Brandners schon irgendwie wissen. Was redest du denn da für einen Unsinn? Was soll denn passieren? Ramon, ich weiß, du hörst das nicht gerne.
Aber du weißt auch, es geht manchmal schneller, als man denkt. Und deswegen finde ich, sollten es die Brandners erfahren. Was soll ich machen, wenn Sie mir heute Abend wieder nicht zuhören? Dann probierst du es eben morgen nochmal. Irgendwann wird Ihnen der Stoff für Ihre Streitigkeiten schon ausgehen. Kennst du die Brandners aber schlecht. Hey. Was war denn so sündig an Bens Leben? Was man so allgemein darunter versteht. Alkohol, Frauen, Drogen. Drogen? Mhm. Einmal hat er im Haschischrausch einen Autounfall gemacht. Mit Opas Auto. Wie durch ein Wunder ist er da heil rausgekommen. Das Auto war schrottreif. Was hat Opa gesagt, als er von dem Unfall erfahren hat? Er war froh, dass Ben nichts passiert ist. Der wusste ja auch nicht, der Gute, dass Ben unter Drogen stand. Hast du es denn gewusst? Und ich habe ihn gedeckt, solange es ging. Als Vater da dahinter kam, war Ben natürlich bei ihm unten durch. Wie unten durch? Naja, er hielt Bens Verhalten für verantwortungslos. Also hat er dann in seinem Testament verfügt, dass Ben bis zu seinem 30. Lebensjahr kein Wort im Konzern zu sagen hat. Wieso glaubt Ben dann, dass du ihn ausgebotet hast? Er musste ihn fragen. Also, meinetwegen können wir so ein gemeinsames Frühstück in Zukunft ruhig öfters veranstalten. Fragt sich nur, ob wir jedes Mal einen passenden Anlass finden. Brauchen wir denn immer einen Anlass? Ich finde schon. Warum solltest du sonst deine kostbare Zeit mit mir vergeuden? Vielleicht, weil ich dich immer noch für genauso interessant halte wie vor 20 Jahren. Christoph hast du damals für noch interessanter gehalten. Mit Christoph war ich verlobt. Das war alles. Und warum hast du dich mit ihm verlobt? Und nicht mit mir? Lag es vielleicht rein zufällig daran, dass ich bei der Verteilung des Erbes leer ausgegangen bin? Benedikt, warum müssen wir denn immer wieder die Vergangenheit aufwärmen? Warum genießen wir nicht einfach das Hier und Heute? Du meinst das Frühstück und den Champagner? Nicht nur, ich denke da auch an andere Dinge. Tut mir leid, Clarissa. Aber ich bin jetzt verheiratet, glücklich verheiratet. Muss ja eine tolle Frau sein, die du da geangelt hast. Wenn du bei mir so zugeknöpft bist. Ist sie auch. Genauso, wie ich mir meine Traumfrau immer vorgestellt habe. Und was hat deine Traumfrau, was ich nicht habe? Das wirst du sehen, wenn du sie kennenlernst. Lieber Lukas, ich weiß, du wirst es nicht verstehen, aber ich muss es tun. Ich trenne mich endgültig von dir. Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir zu sagen, dass Professor Albers von unserer Beziehung wusste. Ich dachte, es wäre besser, wenn du das weißt. Vielleicht nimmt dir das die Angst vor deiner nächsten Beziehung. Für unsere Beziehung ist es leider zu spät. Eine Trennung ist besser für dich, für mich und für Irina. Ich möchte nicht, dass deine Ehe wegen mir annulliert wird. Unsere Zeit war wunderschön. Ich werde dich nie vergessen. Bitte ruf nicht mehr an und versuch auch nicht, mich zu sehen. Es würde uns nur wehtun. Ich umarme dich ein letztes Mal. Dein Gero.
Na, ihr beiden? Erlebt ihr den zweiten Frühling? Wie kommst du denn darauf? Ist ja wohl nicht zu übersehen. Und nicht zu überhören. Ich habe die ganze letzte Nacht kein Auge zugetan. Purer Neid. Neid? Oh nee, ich bin kuriert. Ich habe im Moment keinen Bock auf Beziehungsstress. Stress? Was meint sie damit? Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls keinen Stress. Bei uns ist das alles anders. Wir werden mit 80 gemeinsam auf dem Senioren-Rave sein. Hm? Und dann? Dann reden wir mit Ramon und Gina und träumen von den goldenen 90ern. Was, amigo? Ganz sicher nicht. Wieso? Glaubst du, du stehst mit 80 nur noch auf Klassik? Das meine ich nicht. Was dann? Ich werde keine 80. Woher willst du das wissen? Weil ich bin krank. Ramon, du bist krank? Was redest du? Ich hatte vor 5 Jahren einen Unfall. Und dabei habe ich sehr viel Blut verloren. Dann habe ich eine Bluttransfusion gekriegt. Ja, und? Und das Blut war verseucht. Und dabei habe ich mich angesteckt. Ich bin HIV-positiv. Hallo, Süße. Was ist denn hier los? Hattest du etwa Gianni Versace zu Gast? Für den würde ich höchstens den Pizzaservice kommen lassen. Das hier habe ich für den neuen Geschäftsführer von Abertex aufgetischt. Aha, Abertex hat einen neuen Geschäftsführer? Und der heißt zufällig Benedikt von Anstetten. Wie bitte? Wie kommt Ben denn dazu? Weil ich ihm dazu geraten habe. So ein Posten bringt nur Vorteile. Für ihn, für mich, nur nicht für Christoph. Ihr wollt also Christoph gemeinsam die Hölle heiß machen? Ich frage mich, warum die Leute immer sagen, dass Blondinen dumm sind. Und was wollt ihr sonst noch so gemeinsam machen? Wir? Benedikt ist glücklich verheiratet. Seit wann stört dich das? Charlie, ich habe beschlossen, ein anständiger Mensch zu werden. Was du nicht sagst. Ja. Ich weiß nur noch nicht ab wann. Warum hast du uns nicht vorher Bescheid gesagt? Ich dachte, ich wollte euch nicht unnötig aufregen und deshalb... Nicht unnötig aufregen? Was heißt hier unnötig? Weißt du nicht, wie gefährlich? Es gibt überhaupt keinen Grund, Ramon hier jetzt fertig zu machen. Ich mache ihn nicht fertig. Ich will nur wissen, warum er uns so lange etwas vorgemacht hat. Also, ich kann das wirklich verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch eine Weile gebraucht, um sowas zu erzählen. Ich hätte auch Schiss gehabt. Vor allem wäre ich unsicher, wie die anderen reagieren würden. Ich schlage vor, wir setzen uns jetzt wieder hin und reden in Ruhe darüber, wie wir mit dieser... Ich fürchte, da gibt es nichts zu reden. Was soll das heißen? Was hast du vor? Ich trage die Verantwortung für diese Familie und es ist weiß Gott keine leichte. Papa, was soll das? Wovon redest du? Es tut mir leid, Ramon. Aber ich muss dich bitten, uns zu verlassen.